Wenn's mal schnell gehen soll, ist so ein fertiger Teig schon was Schönes. Einfach auf dem Backblech ausrollen und nach Lust und Laune belegen. Wir haben auf Hessens Straßen nachgefragt. Wird der Pizzateig lieber selbst gemacht oder tut's doch die fertige Alternative? Am allerliebsten natürlich selbstgemachte Pizza. Aber wenn es natürlich schnell gehen soll, dann holen wir natürlich auch mal einen fertigen Pizzateig und belegen sie selbst. Also ich mache den lieber selber. Aber wenn die Kinder die machen wollen, dann kaufen die den Pizzateig, den fertigen. Die Kinder sind da ziemlich engagiert, die machen das auch selber. Aber für mich, die 2-3 Mal im Jahr, gibt es dann eine Fertigpizza. Aber so manchem dürfte jetzt der Appetit vergehen, denn kaum ein fertiger Pizzateig konnte im Ökotest überzeugen. Knapp die Hälfte wurde nur mit ausreichend oder mangelhaft bewertet, so Ökotest-Chefredakteurin Kerstin Scheidecker. Die größten Kritikpunkte in unserem Test waren Pestizidspuren, Rückstände von Spritzmitteln, Phosphat, Backtriebmittel mit Phosphat, zu viel Salz und vor allen Dingen Keime, also auffällige Keimzahlen, darunter auch Darmbakterien. Das ist natürlich nicht so lecker. 3 konventionelle Pizzateige von Hänglein, jeden Tag Pizza, Knack und Back glutenfrei und ein Bioprodukt, frischer Pizzateig Bio, bekamen die Note 5, also mangelhaft. Alle 4 enthalten Keimbelastungen, darunter Enterobakterien, die überwiegend in menschlichen oder tierischen Darmen leben. Diese krankmachenden Keime können im schlimmsten Fall Magen-Darm-Verstimmungen auslösen. Nun muss man sagen, das ist eine Zahl, die wir da festgestellt haben im Labor, die liegt über dem Richtwert für Frischteigwaren. Im Hänglein frische Pizzateig XXL wurden neben Enterobakterien sogar Estec nachgewiesen. Das ist ein E. coli-Bakterium, das besonders kritisch ist. Also hier muss man wirklich sagen, müssen die Hersteller, was Lagerung, Hygiene, Herstellung angeht, mal ihre Prozesse überprüfen. Umso wichtiger ist es, die Pizza nicht roh zu naschen, sondern erst, wenn sie durchgebacken ist. Auch Pestizidbelastungen sind ein Problem. In diesen 3 Produkten wurden mehrfach Rückstände an Pestiziden nachgewiesen. Im Knack- und Back-Pizza-Kit sogar zusätzlich das Insektizid Deltametrin. Was als besonders bedenklich gilt, ist nervengiftig für Insekten. Ja, wirkt aber natürlich auch auf Bestäuber und Bienen und ist vom Pestizidaktionsnetzwerk als besonders besorgniserregend eingestuft. Auch wenn Deltametrin ungiftig für uns Menschen ist, hat man bei so viel bedenklichen Inhaltsstoffen überhaupt noch Lust, sich einen frischen Teig zu kaufen? Auf keinen Fall. Beängstigend. Deswegen mache ich lieber selber, ja. Schon eklig. Nee, geht gar nicht. Dann wird es jetzt nur noch selbst gemacht. 13 Produkte enthalten außerdem zu viele Phosphate, die auf Dauer die Nieren schädigen können. Aber auch der hohe Salzgehalt in den Frischteigen ist problematisch. Hier fallen 18 von 19 Produkten durch. Aber es gibt einen Lichtblick. Am Ende konnte ein Pizzateig Ökotest überzeugen. Note 1 für Aldi. Keine Mehrfachrückstände von Pestiziden, der Salzgehalt stimmt, Keimbelastung ist in Ordnung. Hut ab, dass hier praktisch nichts gefunden wurde. Ein tolles Ergebnis und dabei günstig. Der Aldi-Pizzateig schlägt also seine Konkurrenz nicht nur mit Qualität, sondern überzeugt auch mit einem fairen Preis von 2,29 €. Ja, immerhin einer. Ernährungswissenschaftler Dr. Stefan Lück ist bei mir. Wir machen eine, ich sag mal, vergleichsweise gesunde Tiefkühlpizza. Am gesündesten ist es aber, den Teig selber zu machen. Klar. Deswegen machen wir das jetzt zuerst und dann diese gesunde Tiefkühlpizza erst danach. Natürlich. Und das ist jetzt der Blitzer-Pizzateig. Bei mir musste immer alles schnell gehen zu Hause. Kinder hatten Hunger, dann muss es schnell gehen. Also was hier reinkommt, ist erstmal ein super Mehl. Das ist das Tolle hier an dem Teig. Ich kann ihn selber bestimmen. Hier ist es 1050er Weizenmehl. Da tue ich halt jetzt Wasser dazu und natürlich muss der Teig gehen, das heißt, ich tue Hefe dazu, das kann ich so ein bisschen zerbröseln mit gewaschenen Händen natürlich. Ja, und dann tun wir ein bisschen Öl dazu, Salz, so, und eine Prise Zucker für die Hefe, damit die Spaß hat, auch zu arbeiten. Was für Öl ist es? Welches hast du genommen? In dem Fall jetzt Rapsöl, weil so mit das gesündeste Öl ist, was wir haben. Ja, und somit haben wir wirklich schon mal, allein schon von den Zutaten her, einen super Teig. Ja, und der ist so easy. Und wenn ich ihn jetzt hier ein bisschen verknete, ja, ich habe jetzt natürlich die Zeit, das komplett zu machen, kann man auch mit der Maschine machen. Ja. Ja, wenn der gut
verteilt, geknetet wurde, also ein cremiger Teig entstanden ist, bitte nur eine Dreiviertelstunde lang gehen lassen, dann ist der richtig, dann geht der so richtig aufs Doppelte hoch, ja, und dann kann ich ihn ausrollen, ab aufs Backblech, natürlich belegen, ja, gesund belegen, und dann kann ich eine tolle Pizza draus zaubern, und es kostet so wenig, es ist super gesund. Hey, sollte man einfach mal machen. Ich habe es tatsächlich noch nie gemacht. Ich werde es mir zu Herzen nehmen. Das Rezept gibt es natürlich bei uns auf der Internetseite und das werde ich mir dann auch noch mal angucken. Was ich dafür schon häufiger gemacht habe, ist, ich habe auch den fertigen Pizzateig gekauft. Ich habe aber natürlich auch schon mal eine Fertigpizza gekauft. Natürlich. Was ist besser? Also gesünder. Ja, gesünder. Also die Frage ist, was mache ich damit? Ne? Also die Gesundheit beim Teig, bei dem Pizzateig oder beim Pizza selber, wird durch den Belag bestimmt. Ja, was tue ich drauf? Ja, und wenn der Belag super ist, dann ist der Boden so sekundär. Aber damit ich das machen kann, ist natürlich besser, den Teig zu kaufen. Ja, am besten einen ohne Bakterien. Ja, und den belege ich dann eben mit den tollen Zutaten, am besten auch gemüselastig. Ja, denn dann kann ich wirklich auch eine vollwertige Ernährung draus zaubern. Ja, aber klar, besser ist natürlich selber machen. Die beliebteste Tiefkühlpizza ist tatsächlich die Pizza Salami. Ja. Was hältst du von der? Ja, ich kann es verstehen, diese würzige, kräftige, salzige, salzig, ja, genau. Aber ernährungsphysiologisch, Also Salami ist jetzt nicht die gesündeste Wurst. Ja, wir haben Nitritpökelsalz, wissen wir, ist nicht der Gesundheitsfaktor Nummer 1. Ja. Dann diese Pizzen kommen einher mit sehr viel Salz. Ja, also wir decken mit einer Pizza schon mehr als den Tagesbedarf an Salz, den ich eigentlich aufnehmen sollte. Das ist wirklich krass, ja. So. Und wenn man jetzt mal in das Kulinarische geht, die Italiener, die sind natürlich dann einen Schritt weiter. Ja, die nehmen nämlich dann einen Teig, eine Margarita oder so, backen die erst und legen dann hauchdünn so einen richtig gut gereiften Salami drauf. Das schmeckt natürlich dann noch mal besser und ist auch ein bisschen hochwertiger. Aber ich kann es verstehen, ab und zu kein Thema, aber bitte nicht als Basis einer gesunden Ernährungsweise. Die Italiener wissen wie immer, wie es geht kulinarisch. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben nicht so die Zeit, wir machen eine Tiefkühlpizza und du hast da eine Idee mitgebracht, wie wir die gesund belegen können. Also kann ich verstehen, habe ich übrigens auch manchmal gemacht, wenn die Kinder geschrien haben. Da habe ich mir die billigste Pizza genommen, die Margarita, habe die gebacken und dann habe ich aber einen Trick gemacht, nämlich ich habe dann einen Rucola-Salat dazu gemacht, ganz einfach. Ich mache mal ein bisschen was. Und zwar mit einem Dressing aus Balsamico, Honig, Senf und Salz und ein bisschen Pfeffer. Ja, natürlich auch ein hochwertiges Öl, in dem Fall Olivenöl. Ja, das vermenge ich dann mit Feta-Käse. Ja, hier brauchen wir nicht so viel, nicht ganz so viel, das reicht schon. Ja, und dann haben wir hier Cocktailtomaten, ich liebe sie, ja. Noch mehr gesund. Ah, traumhaft. Und das ein bisschen verrühren. Ja, und jetzt können wir das direkt testen, denn die Pizza ist gerade eben aus dem Ofen gekommen. Ja, nicht mehr so heiß. Ja. Ja, und guck mal hier, vielleicht schaffst du das ohne dich damit. Und deine Kinder, die haben sich davon veräppeln lassen? Ja, und die haben den Salat gegessen. Ja, das ist doch der Knaller, oder? Ja, so. Wirklich gut. Ich würde sagen, wir probieren mal. Probieren wir? Ja. Am besten mit ein bisschen Salat. Ich rutsche ein bisschen nach vorne. Ist perfekt. Oder? Ja. Man hat das Herzhafte, ein bisschen süß von dem Salat. Herrlich, kann man machen. Oder? Würde ich sagen. Vielen Dank für das Rezept. Kann man wirklich einfach nachmachen. Super. Dankeschön, Stefan Lück. Jenny, bis gleich.